herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Ja, Türkei. Kusadasi. Kusadasi. Wir haben Istanbul verlassen, sind Richtung Süden gefahren, Richtung Izmir, und 100 Kilometer südlich, eine Stunde Autofahrt, liegt die Stadt Kusadasi, falls man das so richtig ausspricht. Kusadasi. Ja, so in die Richtung. Und wir waren in so einem Vorort, Ferienort, circa 10 Minuten nochmal südlicher von der Stadt, und haben ja fast einen Monat dort verbracht, so ein bisschen die Zeit genossen. Also ich vermisse auf jeden Fall Mitte, Ende November in kurzen Hosen täglich rumlaufen. Und noch im Meer zu baden. Und ja, Anfang November noch im Meer zu baden. Hinten raus, da gab es dann kurz mal so eine 1-2 Tage Regenphase. Ja. Das nannte sich wahrscheinlich bei denen der Wintereinbruch, was dann irgendwie 20 Grad am Tag waren, aber trotzdem mit kurzen Hosen in der Sonne. Ja, das vermisse ich auf jeden Fall jetzt schon. Auf jeden Fall, ja, jeden Tag. Ja, wir hatten im Prinzip ein Haus gemietet über Airbnb. Wer da mal ab und zu mal Schnäppchen schlagen will, wenn man da auf Einmonatsfunktion geht, also Dauer des Aufenthalts 1 Monat, dann werden immer wieder gute Aktionen angezeigt. Und wir hatten für 400 € ein ganzes Monat direkt erste Lage am Meer. Also es war echt tolle Lage, ein ganzes Haus, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, sehr gut ausgestattetes Haus, mit schönen Terrasse drumherum. Ja, die Besitzerin hat wahrscheinlich selber dort den Sommer verbracht. Sah so aus, also wirklich, wir haben echt einen tollen Schnapper in der ersten Linie vom Meer. Direkt fast 10 Meter zum Strand, wo man halt von dem Fenster die Kleine gesehen hat, wie sie spielt und Roller fährt. Also ob wir da noch so einen Schnapper irgendwann mal ergattern, weiß ich nicht. Ne? Und so eine wunderschöne Aussicht von den Schlafzimmerfenster direkt. Mit Terrasse und alles drum und dran. Ein Traum, ja. Kann man nichts sagen. Es war halt Urlaubsfeeling pur. Ja. Man sieht, dass das ein Rentnerferienort ist. Ja, das waren tatsächlich entweder in der Zeit, wo wir waren halt, und halt kaum Touristen, also nur wir, glaube ich, als Touristen. Ne? Gut, schon wenn wir so, dann links gegangen sind, da wo die das waren wieder Hotels. Ne? Genau, da waren dann Touristen. Aber diese Häuschen, die dort sind, diese Siedlungen, Citésis, da sind dann fast nur Einheimische und meistens ältere Leute, und die sind ziemlich früh auf den Beinen. Also wenn ich da um 8, 9 aufgestanden bin, relativ untypisch. Also wenn man in den Städten guckt, Istanbul. Da geht alles viel später wieder. Ja, also die waren dort richtig fit. Die haben da überall so Fitnessparks und so was in Deutschland ein bisschen modern geworden ist, wo sie so irgendwie walken können und irgendwelche Sit-Ups und so ein Zeugs. Die haben das richtig genutzt. In Deutschland ist es meistens so, man hat es hingestellt, aber es nutzt ja keiner. Ja. War irgendwie beeindruckend, also sehr fit, die älteren türkischen Leute. Viel Fahrradfahren, was ich gesehen habe. Also die Fahrradwege im Gegensatz zu Istanbul wurden auch genutzt, auch natürlich auch von Motorradfahrer und so. Aber ansonsten doch relativ viele Fahrradfahrer, sicher das Vielfache als in Istanbul. Kusadasi selber, 130.000 Einwohner anscheinend dieses Gebiet. Die Stadt selber schon sehr touristisch angehaucht, also in der Innenstadt. Sind halt wieder diese ganzen Märkte, wo sie dich überall reinlotsen wollen und kaufen. Und, alleine, wo man auf den ersten Blick sieht, dass Kusadasi da so wie Hollywood-Zeichen aufgeschrieben ist. Und das ist, macht schon Eindruck. Ja, die Stadt, man kann da an so einer Promenade entlang gehen, was relativ schön ist. Da sieht man die Angler. Das ist auf jeden Fall nett, da ein bisschen weg von den ganzen Touristen. Dann geht man zu so einem Kalesi heißt das gleich, Burg, auf so einer Halbinsel. Da ist ein kostenloser Zugang, also man kann da reingehen, spazieren gehen, die Aussicht genießen. Sehr schön. Das fand ich sehr beeindruckend. Angeblich gab es da drin ein Museum, aber ich glaube die Tür war versperrt oder so, ne? Wo wir da waren. Vielleicht ist ein Museum im Sommer oder so. Ne? Wahrscheinlich, aber das ist sehr schön. Davor kann man auch, stehen da glaube ich so 10, 12 Schiffe, so Holzschifflein, die kann man da irgendwie mieten. Das haben wir dann irgendwie doch nicht geschafft, das zu nehmen. Ja, immer wenn wir wollten, dann hat es geregnet oder es war nicht so schön. Oder windig, für die Bilder oder Videos für euch dann. Oder windig, ja. Ansonsten, wie gesagt, die Innenstadt war jetzt nicht beeindruckend, sehr tourimäßig. Dann das eine Restaurant, was ein Geheimtipp war, hatte leider anscheinend pleite gemacht. Und somit haben dann mit viel... Ja, leider halt ganz voll mit den Jubiläen wieder Läden und diesen
Fake-Sachen. Also es war wirklich schon Versace, sowas von aufgepumpt damit, dass das schon fast dieses Schöne von dem Stadt, weil es war eigentlich schön, sehr wunderschöne Innenstadt. Das hat eigentlich so ein Ausmaß genommen, dass man halt diese Stadt nicht so wahrgenommen hat. Ne? Das hat mir schon so ein bisschen irritiert. Die Strände neben Kusadashi und bei uns selbst die Strand. Diamond Beach hatten wir. Diamond Beach. Long Beach war aber auch in der Nähe. Ja. Wunderschön, man konnte viel machen, jede paar Meter irgendwelche Kneipen oder Bars, wo man sich mal kurz hinsetzen kann und Chai trinken kann. Wo wir eben erwähnt haben, Fahrradweg, wo man da entlang fahren kann. Also die Kleine, die ist ja Tag und Nacht mit dem Roller und Inliner gefahren. Ja, Tee trinken vermisse ich auf jeden Fall jetzt schon, merke ich. Ja, wir haben leider keinen Chai aus Türkei genommen. Ja, auf jeden Fall, das mit dem Tee, dass wir den irgendwie nicht mitgenommen haben, ist irgendwie ein ganz, ganz schlimmer Fehler im Nachhinein gewesen. Ansonsten beeindruckend war für mich dann, wir sind zu der Zeit im November eben gewesen, der Gedenktag von Atatürk fällt da rein und auch zufälligerweise waren wir glücklicherweise, also mich hat es sehr gefreut, 100 Jahre Republik Türkei, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Was die Türken da fabriziert haben, das ist für mich unvorstellbar. Also was da abging, also ich stelle mir vor, was in Istanbul abgelaufen ist. Ja, wir waren da in Kusadaji und Istanbul muss da wahrscheinlich gebrannt haben, die ganze Stadt. Vor allem die Wochen schon davor, schon in Istanbul hingen schon überall die Plakate, haben wir noch gar nicht geschmeckt. Ja, wir haben uns gedacht, das ist der Bürgermeister oder so. Ja, haben wir immer gefragt, wer ist das denn? Ja. Und dann haben die immer überall die T-Shirts verkauft, die Fahnen und Souvenirs mit dem Atatürk. Und total, auch Kinder selbst. Die Kinder wachsen auch mit dem halt Gedenk an ihm. Ne? Die werden von klein auf, die wissen von klein auf, wer das ist. Und er ist halt ein Heiliger für die. Wer was alles zustande bereit war zu machen für Türkei und was er halt auch gemacht. Ich habe jetzt sogar gelesen, 3 Jahre Haft, wenn du irgendwas Schlechtes über Atatürk sagst und irgendwie, du darfst den 500 oder 5000 Lira-Schein nicht beschmutzen, dann gibt es auch irgendwelche Strafen. Ne? Oh. Also der ist da relativ heilig, aber eine beeindruckende Geschichte, verstehe ich schon. Dass man den auch schützen will, weil im Prinzip hat er die aus dem, in die Moderne reingetrieben. Genau. Ne? Ja. Aus diesem Ganzen, wo jetzt alles kritisiert wird, wie es halt, Afghanistan quasi, wenn da alles schlecht geredet wird, das wäre vielleicht die Türkei heute, wenn die jetzt nicht Atatürk gehabt hätten. Also so interpretiere ich das. Waren wir sogar am Atatürk-Haus in Griechenland gewesen. Genau. Leider waren wir zu spät, weil die bis 18 Uhr geöffnet hatten, aber das Haus selbst wird jetzt noch bisher überwacht, weil da noch eine Botschaft ist, glaube ich. Ne? Das ist eine Botschaft daneben und früher hat das Thessaloniki hat damals zur Türkei gehört, habe ich jetzt dann eben ein bisschen recherchiert. Wir wollen uns die Filme angucken auf jeden Fall, Zukunft. Da gibt es jetzt 2 Teile. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich gelesen habe, dass Disney das produziert hat und die Türken haben den Film nicht so wirklich gut gefunden, viele. Auf jeden Fall 100 Jahre Türkei, das war sehr beeindruckend, was da abging. Oben rechts verlinke ich auf jeden Fall das Video von dem ganzen Event, wer sich angucken will, schon beeindruckend. Ja, noch erwähnenswert, am 10. November, das habe ich auch nicht gewusst, exakt um 9:05 Uhr ist die Gedenkminute, da muss er anscheinend verstorben sein. Wir sitzen da auf der Terrasse, frühstücken und dann gucke ich so raus, ich dachte, die Aliens sind gelandet und haben die Zeit angehalten. Dann standen da so ein Mann und Frau Rücken an Rücken da auf diesem Fahrradweg, wo die joggen und standen dann 2 so ältere Herren stehen vor diesem Fußballplatz und ohne, dass sie sich irgendwo am Ohr kratzen oder was, die stehen erstarrt und ich dachte, was geht jetzt ab? Da war die Gedenkminute, die Schweigeminute, wo sie 1 Minute überall stillstehen. Da war noch ein paar Minuten vorher, war irgendwie durch die Lautsprecher irgendwie eine Durchsage. Da haben wir schon wieder gedacht, die beten oder so.
Das war auch beeindruckend irgendwie wieder. Ja. Auf einmal wirklich alles bleibt stehen, das Leben steht still. Das hätte ich gerne in Istanbul gesehen, wenn dann wirklich alle plötzlich stehen bleiben vielleicht. Ja. Wäre spannend zu sagen. Vielleicht hat das irgendjemand erlebt in Istanbul, gerne in die Kommentare reinschreiben, würde mich schon stark interessieren. Ja, dann hatten wir doch einige Ausflüge zu antiken Ruinen, aber nicht zu diesen Mainstream-Ruinen. Ephesus ist ja anscheinend gehypt. Ja, der ist halt immer als erstes ein Ziel, wo man hingehen soll. Wir sind da ein bisschen anders, schauen uns halt die Sachen an, wo vielleicht überhaupt nicht erwähnt werden, aber die sind halt in der Nähe und sind halt noch recht gut im Schuss. Und dann sind wir zu dem Millet gefahren, zu dem Amphitheater. Genau, südlich von Kusadasi bei Söke ist dieses Millet, dem Amphitheater. Das war sehr beeindruckend. Das war immer noch so gut erhalten, selbst das Amphitheater und sonstiges. Das alles andere, was drumherum war, nicht mehr so. In den letzten 40 Jahren, ne, haben wir jetzt das Bild gesehen in dem Museum. Da war vor 30, 40 Jahren noch Dächer waren noch über den Gebäuden und sonstiges. Das ist jetzt nicht mehr, aber das Amphitheater an sich, also da war ein Gänsehaut für mich, dass du da in der Mitte stehst und weißt, dass da früher mal so und so viele Leute, die gut aufgestellten und dann die nicht mehr so gut aufgestellten gesessen sind und gejubelt haben. Gänge auch gelaufen, also wirklich total schönes Erlebnis. Man kann da ja auch hochgehen, da sind so irgendwie 3 Stühle noch gewesen, die sind zwar ein bisschen zerfallen, wo wahrscheinlich der Adel gesessen ist irgendwie und von oben herab, so richtig, man hat gemerkt, dass die feiner waren, man konnte irgendwie, da waren sogar die Hände irgendwie eingraviert. Ja, also auf den Thron, man konnte sich ja die Hände so hinlegen und dann war das schöner als jetzt, finde ich, ne? Ja, also war schon, wenn man da oben sitzt, ne? Und da waren vor 2000 Jahren, saß da jemand auf dem Stuhl oder mir, und das ist schon heftig. Das Museum war nett, gut gemacht, sogar überraschend, klein, aber nett. Ja, auf jeden Fall. Der Eintritt und so weiter, das war gar nicht so teuer, ich glaube 3 Euro pro Person. Nicht mal, Kinder bis 8 Jahre kostenlos. Genau, schaut mal immer, dass ihr dann fragt, ob eure Kind dann Eintritt zahlen muss, weil eigentlich nehmen die das schon gerne. Ja. Aber wenn ihr dann nochmal zusätzlich fragt, ob es für Kind außerhalb von Saison, weil das kann ja auch von Saison abhängen, ob ihr da fürs Kind auch zahlen müsst, weil wo wir dann direkt gefragt haben, da hat er gesagt, ach ne, Kind nicht. Ne? Von daher kann man ja da auch mal sparen. Was uns da noch so, also uns hat das angetan, mich und meine Tochter, wir sind da immer so Tierfreunde, waren drumherum, haben von den Amphitheater ganz viele Schildkröten zu sehen, Eidechsen und ganz große Eidechsen, weil sie sich halt in den Steinen halt schon mal genestet hatten. Total schönes Erlebnis für die. Susanne hatte ihren Spaß. Ja. Definitiv. Für die war das auch beeindruckend. Ja. Dann waren wir dann irgendwo in der Nähe von Söke auf so einem Berg. Ja, da war ich enttäuscht. Ich habe mich da riesig gefreut, weil es da irgendwie so eine Zeus-Statue hätte geben sollen. Ich weiß nicht, ob da ein Bild irgendwie für sich verirrt hat damals und das von ganz woanders hergenommen worden ist. Also bis auf die Säulen war da eigentlich nichts Beeindruckendes leider. Ja, da hat man ja gesehen, dass das eine antike Stadt mal war. Die Räume, die sie früher für die ganze Familie hatten, das ist noch erhalten. Die Grundrisse. So die Grundrisse halt. Und das war auch nett anzusehen, aber und Amphitheater hatten die ja auch. Nur aber sehr klein, viel kleiner halt. Aber es sind ja auch viele andere Sachen auch übrig so geblieben von den ganzen Gemauern und so. Was ich cool fand, war, dass da schon damals, da war ein ägyptischer Tempel, ein jüdischer Tempel, dann glaube ich ein griechischer, christlicher und glaube ich noch ein muslimischer. Also 4 Religionen, quasi ein Tempel nebeneinander gefühlt. Und da haben sich die Köpfe nicht eingeschlagen wie heute. Ne? Genau. Ja, sollte man sich die Fragen stellen, woher das alles kommt, ne? Dass die sich alle nicht mögen. Das hat mich beeindruckt. Selbst die Ägypter hatten ihren eigenen Tempel. Und was die noch von damals haben, waren die schon damals so innovativ und haben Abwassersystem gehabt. Ne? Vom Berg, irgendwie auf den Berg, über den Berg. Da sind wir entlang gegangen. Ich fand es wirklich, ja gut, da haben auch die Menschen auch an diesem Abwassersystem gewohnt, ne? Links und rechts, aber... Ansonsten antik, die Höhle des Zeus steht sogar auf Wikipedia, habe ich gesehen. So viel steht über Kusadali, die Höhle des Zeus wird erwähnt. Da hatte ich glaube ich, und Susanne hatte auch eine Euphorie, da hat sich so gefreut, weil die Bilder so cool aussahen.
Und dann kamen wir hin, anscheinend hatten wir Pech gehabt, da war die Höhle relativ ausgetrocknet. Direkt neben dem Parkplatz, also nicht wundern, da könnt ihr nicht hinwandern oder sonstiges. Vielleicht hat das für die natürlich eine extra Bedeutung, klar, historisch und so, aber ja, wir haben es angeschaut. Also ich habe unterwegs, wo wir von der Zeus-Höhle so enttäuscht zurückgefahren sind, habe ich gesehen, irgendwelche Olivenmuseum mit irgendwelchen Kamelen und dann wusste ich nicht, sind dann echte Kamele oder nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, schnell umdrehen, da müssen wir mal hin. War auch natürlich nachmittags, da hatten wir glaube ich nur noch 1,5 Stunden, bis die geschlossen haben oder so. Ne? Nicht ganz 2 Stunden. Ja, und dann hat sich das erprobt als so ein Location mit für ganze Familie. Man kann da auch mal schön hinsetzen und Tee trinken, aber es ist ja eigentlich auf Oliven und alles drumherum. Die haben im Prinzip als Basis so eine Art, ich nenne es noch immer Olivenpark, weil die sehr viele Olivenplantagen haben. Ja. Aber die bieten dann in dem Shop, hatten die ja auch normal verschiedene Marmeladen, alle Früchte, was sie halt haben. Also so einen kleinen Mini-Zoo haben die noch. Natürlich. Ne? Genau. In Deutschland würde man das irgendwie Bioland nennen oder sowas. So Biopark oder sowas in die Richtung. Bei denen ist es einfach nett gemacht mit so einer Hängebrücke. Und die Hängebrücke, ja genau. Ich konnte mich nicht überwinden leider, weil die hat sich bewegt und für mich ist das No-Go. Die 2 waren da natürlich direkt drauf. Ja, irgendwie schöne Park für ganze Familie. Die Kinder haben da eben Spaß und die Eltern auch. Man kann da auch reiten. Da gibt es auch Pferdestall, 2 oder 3 Kamele. Ganz viel Vögel und Tauben und Kaninchen, Schafe waren da auch, glaube ich. Alles, was so eine Mini-Zoo dabei ist. Ein Restaurant haben die anscheinend, was so gut bewertet sein soll, aber das hatte da schon, das hatte schon das hatte sogar zu. Außerhalb von Saison. Genau, so ein Holzkohlegrill, das soll angeblich so toll sein, da habe ich danach erst herausgelesen, dass das anscheinend dort ist. Ja, man kann so sicherlich mal einen Abstecher machen, ich verlinke auch, wo der Punkt ist. Ja. Das war so eine positive Überraschung nach der Enttäuschung mit der Höhle. Ja. Also es gibt schon vieles zu sehen, gerade die antiken Sachen rundherum. Da gibt es Selçuk, die war cool. Ja. Also die nennt man das Burg, Skalesi Burg, irgendwie so in die Richtung. Das haben sie so ein bisschen wieder in Stand gehalten, also wieder aufgebaut. Da sieht man so die Mauerunterschiede, wo es alt ist und wo es neu aufgebaut ist. Das dokumentieren die dann. Das war schon cool. Ne? Ja. Auch die Altstadt da in Selçuk spazieren gehen und so. Nett gemacht. Das war nett und war nicht so aufgepumpt mit den ganzen touristischen Kram wie Kusadascha. Ne? Ja, die waren alle sehr gesittet. Klar war da 1, 2 Läden, wo die dann sagen... Ja, aber das ist dann okay. Ja. Nicht dann, dass da jedes Lokal halt irgendwelche Souvenirs und Versace hat. Ansonsten unseren Spiegel haben wir repariert. In Söke, da auf dem Weg, da wo wir nach Millet waren, sind wir da reingestolpert. Ich habe da irgendwie recherchiert, da anscheinend einer, der so ein bisschen auf Volkswagen und BMW spezialisiert war. Da waren aber nur Werkstätten. Ja. Also alles, was spezialisiert ist, wenn du Reifen wechseln willst, da hast du 5 Reifenwechsler, willst du Auto waschen, hast du 5 Autowäscher. Und bei den Werkstätten waren, glaube ich, 20 Werkstätten alle beieinander. Und der hatte sich auf Volkswagen spezialisiert und für den Spiegel mit Einbauen haben wir gezahlt 400 Lira, 12 Euro. Ne? Ja, Wahnsinn, ne? Schnapper, ja. Also komplett easy. Die haben das natürlich erst bestellen müssen, das heißt, wir mussten dann am nächsten Tag nochmal hinkommen. Haben das eben mit 2 Ausflügen zu diesen Ruinen kombiniert, die da in der Nähe waren. Ja. Also wer in Türkei irgendwas noch beheben will im Auto, lohnt es. Die sind ganz auf Zack, die stehen 20 Leute rum und denken sich aus, wie man das reparieren könnte. Ja. Fand ich beeindruckend toll. Ja. Und für uns war es auch gut, wobei ich dann gemerkt habe, ich brauche den Spiegel gar nicht. Ne? Ja, man gewöhnt sich an alles. Ne? Ja, dann bei der Abreise eben, da hat die Regenzeit angefangen, die Stürme. Ja. Wir sind genauer abgereist, als es auf 8 Grad in der Nacht runtergekühlt hat. Nicht mehr so toll. Tage davor hat es schon geregnet, gestürmt. Ja. Und wir haben dann gesehen auf Videos, dass wenige Tage nach unserer Abreise hat es da Überschwemmungen gegeben, Abgänge also Murenabgänge und so Zeugs, also recht heftig. In der Stadt in Izmir, glaube ich, war auch, da sind die irgendwie mit Paddelboote durch die Stadt gefahren. Ja. Ob das die Originalbilder sind, bin ich immer vorsichtig in der heutigen Zeit, Internet und so.
Aber in Summe stimmt das mit Kusadagi, haben wir gesehen, also in der Facebook-Gruppe hatten die gepostet. Hatten wir noch Glück gehabt, glaube ich, vom Wetter her. Ne? Ja. Wieder mal. Ja. War also ein guter Zeitpunkt irgendwie, dass wir fahren. Und für mich persönlich hat sich das am Ende zu sehr nach Urlaub angefühlt. Also wer dort Urlaub machen will, ich denke, das ist ein sehr sauberes Meer, sehr schöne Strände. Natürlich gibt es da auch die überfüllten Ladies Beach, zum Beispiel sehr gehypt, steht überall im Internet. Dementsprechend sind auch mehr Leute. Ja. Dieser Diamond Beach, wo wir waren, da sind gefühlt 2, 3 Leute oft gesessen und ist viel, viel ruhiger. Also wer da nicht irgendwelche Menschenmassen wie Sardinen neben sich sitzen haben will, ist das nett. Viele ältere Menschen, die dort ihren Ruhestand genießen wollen, sieht man, also die wohlhabenden Türken. Man sieht dann auch schöne Autos dann. Es ist einfach ein erholsamer Ort. Ja. Also wer da jetzt Action will, muss in Istanbul oder Izmir landen. Ja. Also ich habe gemerkt, so nach einem Monat, mir wird es glaube ich nach einer Zeit zu langweilig werden. Irgendwann hast du alle Ruinen gesehen. Kusadagi würde mich im Sommer nerven, dass da halt richtig Touri-mäßig abgeht. Ja. Ich möchte halt nicht permanent angequatscht werden, mich nervt das richtig, du weißt das ja, ne? Ja, ich ärgere mich nicht mehr. Izmir hätte uns, glaube ich, noch interessiert, vielleicht hätten wir da noch eine Woche verbracht, aber wir hatten da eigentlich schon dann die Routen geplant gehabt. Vielleicht hätte man dann im Nachhinein noch irgendwas einplanen können, Izmir zu gucken. Ja, wir wollten eigentlich fast schon noch weiter in den Süden. Richtung Bodrum. Ja. Hat sich dann aber irgendwie ein paar Sachen nicht ergeben. Ja. Wie es halt geplant war, getroffen sind. Dementsprechend hat sich dann ergeben, dass wir uns wieder Richtung Norden bewegen. Wir wollen ja nach Montenegro zu Weihnachten und so haben wir uns weiter orientiert. Also unsere nächsten Ziele waren dann Griechenland und danach Albanien und danach Montenegro. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Auch wieder ganz andere Länder, andere Sitten, wie ich so schon immer sage. Ne? Auch das mit den Tieren wird sich da ändern. Also Türkei war da mit den Tieren für euch ja ein Paradies. Das war auf jeden Fall so, ja. Die Tiere sind da halt freundlich halt. Da hat man eigentlich keine Hemmungen. Also wir halt, für die Türken vielleicht auch, sind halt nicht die Tiere so wie für uns, ne? So Kuscheltiere, sage ich mal. Aber so mal zu sagen, dass man da halt nicht so egal so vorbeigehen soll. Also wir machen das jetzt so, dass wir da immer Futter dabei haben und genug Wasser. Und da bei dem Haus war das auch so, dass die Tiere halt zu uns mal ein paar Mal am Tag gekommen sind, mit Susanne auch gespielt haben. Susanne hat mit denen im Meer gebadet, am Strand gespielt. Klar haben die Leute geguckt, weil für die waren das halt... Ja, es sah manchmal aus wie in einem Zoo bei uns. Ne? Genau, und für uns war das halt normal, dass wir halt die Tiere so ein bisschen aufpäppeln, die Katzen, die da zu uns kamen. Es war schon ein bisschen schwierig, dann wegzufahren für uns. Also für mich und für Susanne auf jeden Fall. Für Daniel war das ein bisschen nervig, für uns gar nicht. Obwohl man war nervig, aber dann derjenige, der da auf der Couch gesessen ist mit Katze. Ne? Ja, die Katze hätte ich schon gerne mitgenommen, weil es halt EU, Türkei, Grenzen. Ja, das sind ja halt diese 103 Tage oder weiß ich Quarantäne, die man, und dann hat man uns immer Angst gemacht, dass die uns da richtig durchsuchen, ne? Wenn du von Asien nach Europa fährst, und dabei sind die nicht mal aufgestanden, um unser Auto durchzusuchen. Ja. Also, aber wir kommen da nochmal hin, von daher. Also Fazit war auf jeden Fall, Türkei werden wir wieder besuchen. Auf jeden Ob Fall, wir auswandern würden nach Türkei, da gibt es 1, 2 Punkte, die mich zumindest stören. Das ist diese 3 Monate Aufenthaltsgenehmigung, dass du dann halt wie in den USA zu einem Interview gehen musst, dass du eine befristete Aufenthaltsgenehmigung kriegst, sofern du zum Beispiel keinen Job hast. Ja, wie es halt ist außerhalb der EU. Ne? Da musst du halt zeigen, wer du bist und dass du kein Obdachloser bist. Und da haben wir ich lese da immer wieder viele Kanadier, Amerikaner etc., die da sich was gekauft haben und dann plötzlich nicht mehr zu ihrem Haus können, weil die keine Aufenthaltsgenehmigung haben, weil da irgendwas behördentechnisch schief läuft. Das ist etwas, was mich persönlich abschreckt. Aber so, dass man so für 2, 3 Monate da mal einen Ausflug macht, mehr sieht, spezieller diese... Ja, auf jeden Fall wollen wir da noch einiges sehen. Türkei ist ja riesig, gerade in den Osten, da wird es dann viel, viel spannender. Ja, ich denke auch in Innenland, ne? Ankara. Ich könnte mir auch gut vorstellen mit einem Camper sowas so, da ist man ja flexibler und kann man da auf jeden Fall jeden Tag irgendwo
irgendwo anders auch wild stehen, da ist das in Türkei nicht so ein Thema. Genau. Also auf jeden Fall Türkei, sicherlich ein Ort, wo wir gerne zurückkehren Gerne, und mehr uns angucken würden. Auch Istanbul immer wieder gerne. Da fehlt noch so viel, was ich noch gesehen habe, was noch spannend wäre, wo wir vorbeigelatscht sind, ohne das zu sehen, habe ich jetzt gesehen, da auf der europäischen Seite. Da waren noch so viele Sachen. Ja. Da ist noch einiges zu erleben. Genau. Deswegen, also Istanbul, also Türkei ist für uns sicherlich ein Ausflugsland, aber nicht ein Land, wo wir dann uns mal überlegen, irgendwo sesshaft zu werden. Ja, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt was, da ist auch vieles ganz anders und ganz neu. Da ist die Kultur ein bisschen anders, nicht, dass das uns störte, aber ja, da ist etwas, wo du dann sagst, das ist nicht Land für mich, ne? Irgendwie. Ja. Ja. Es ist schön, und es dann ist wird toll. man da immer angesehen als ein Fremder Tourist. oder Tourist und das würde für mich so ein bisschen stören. Gerne eure Fragen in die Kommentare schreiben, wenn irgendwelche Punkte sind, die euch interessieren, vielleicht können wir die beantworten. Wie gesagt, wir sind dort jetzt auch nicht irgendwelche Einheimische gewesen, wir waren da jetzt quasi fast 2 Monate, das heißt, wir haben da jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, das sind unsere Eindrücke. Genau. Nur noch unsere von diesen Zeit, wo wir waren. Ja. Und nimmt das auch nicht so zu Herzen, weil jeder kann ja denken sich, was er... Genau, jeder hat seine eigenen Eindrücke, die einen stört das, die anderen freuen sich über das. Dementsprechend, ja, gerne ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr von unserer Reise sehen wollt, Kanal abonnieren, hilft uns weiter. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.